In diesem Video soll es weniger ums Angeln gehen, sondern eher um die richtige Bootsschraube, den richtigen Propeller. Ja, ich weiß, Propeller gehören an Flugzeuge, aber der Begriff ist ja nun mal geläufig. Neue Bootsmotoren werden oft, sogar fast immer ohne Propeller ausgeliefert. Das hat auch einen Grund. Es ist nämlich so, dass nicht nur der Motor und das Boot sehr gut zusammenpassen müssen, nein, auch der Propeller muss zum Boot passen. Hier erkennt man die Prägung auf dem Propeller. Man sieht, dass es sich um einen Propeller mit einer 13er Steigung handelt. Ich habe meinen Yamaha F100 mit 30 Betriebsstunden gekauft. Und dieser Propeller, das ist ein Original Yamaha Propeller, der war auf dem Motor aufmontiert. Ein wenig Theorie zur Steigung. 13 Inch sind hier angegeben. Das bedeutet, dass der Propeller eigentlich theoretisch 13 Inch zurücklegen würde, wenn er sich einmal komplett dreht. Schon bei meiner ersten Testfahrt, da war klar, dass der 13-Inch-Propeller überhaupt gar nicht zu meinem Boot passt. Bei Volllast liegt der optimale Drehzahlbereich für den Yamaha F100F zwischen 5000 und 6000 Umdrehungen. Mit Steigung 13 drehte mein Bootsmotor in den Drehzahlbegrenzer absolut kritisch über 6000 Umdrehungen. Sofort nach der ersten Testfahrt habe ich mir dann einen Propeller mit der Steigung 15 gekauft und den aufmontiert. Steigung 15 ist jetzt auf meinem Bootsmotor montiert und hier aus dem Karton habe ich jetzt einen Propeller mit der Steigung 17 genommen. Warum jetzt ein dritter Propeller? Tja, das werde ich bei einer Testfahrt zeigen. Hier sieht man jetzt mal den Unterschied zwischen dem Steigung 13 rechts und Steigung 17 links. Das ist so eigentlich gar nicht mal so zu erkennen, aber wenn man genau hinguckt, sieht man es doch. Also der 17er Propeller würde doch einen längeren Weg im Wasser zurücklegen. Das bedeutet, ist die Drehzahl des Motors zu hoch, braucht man eine größere Steigung, und ist die Drehzahl des Motors zu niedrig, muss man eine kleinere Steigung wählen. Also die Veränderung pro Inch liegt etwa bei 200 Umdrehungen pro Minute. Wenn man sich einen neuen Propeller kauft, dann sollte man auf jeden Fall Marinefett dazu nehmen und vor allen Dingen einen neuen Splint. Jetzt kommen wir zur Testfahrt mit dem Propeller Steigung 15, der montiert ist. Hier die Drehzahlen und auf der anderen Seite die gefahrene Geschwindigkeit. An dem Tag hatten wir eigentlich kaum Wind, aber der kam aus Osten. Nordost-Ost ist bei uns immer eine Windrichtung, wo wirklich hohe Wellen sind. Und deswegen muss ich, um eine echte Testfahrt machen zu können, erstmal um die Ecke rumfahren in die Förde rein. Dort sollte gar keine Welle sein. Da kann man dann eine echte Testfahrt machen. Worum geht es mir jetzt, dass ich jetzt nochmal die Steigung des Propellers wechsle? Es geht mir nicht um die Höchstgeschwindigkeit, die ich fahren kann. Da kommt es mir nicht drauf an. Eine vernünftige Reisegeschwindigkeit bei einer vernünftigen Drehzahl, das ist mir eigentlich am wichtigsten. So bin ich dann energiesparend unterwegs, senke durch niedrigere Drehzahlen meinen Benzinverbrauch, und für den Motor ist es sicherlich auch gut, wenn der nicht mehr so hoch dreht. Trotz allem wird es natürlich vorkommen, dass ich ab und zu mal Vollgas fahre, und dann möchte ich nicht, dass der Motor an die Drehzahlgrenze kommt, auch nicht, wenn ich ihn mal etwas antrimme, weil ich hinten schwer belastet bin. Das mit der Belastung im Heckbereich war auch der Grund, warum ich von dem Honda 60 PS auf den Yamaha mit 100 PS gewechselt habe. Wenn wir mit 3 Mann zum Angeln gefahren sind und
Alle 3 saßen hinten, so wie das bei diesem Boot eigentlich auch üblich ist. Dann fehlte dem 60 PS Motor doch etwas Schub, um das Boot vernünftig aus dem Wasser zu bekommen. Das dauerte immer sehr lange und man musste beim Beschleunigen wirklich Vollgas geben, um das Boot hinten hochzukriegen. Das hat dann viel Benzin gekostet. Und man mochte eigentlich gar kein Gas wegnehmen, weil man ihn dann immer wieder mit Vollgas rausdrücken musste hinten. Das Problem ist jetzt mit dem 100 PS Yamaha natürlich erledigt. Das fürchterliche Klappern, was man hier dauernd hört, das kommt von einem Wattwurmplümper, den ich in einen Routenhalter gesteckt habe. Das hätte ich mal lieber nicht machen sollen, hat die ganze Aufnahme versaut. Klappert und klappert. Jetzt der Test mit Steigung 15. Hier merkt man gleich das erste Problem. Ich gebe Vollgas und weil ich vorher etwas angetrimmt hatte, geht mir die Drehzahl einfach zu hoch. Er geht über 5900 Umdrehungen weg, kratzt die 6000 Umdrehungen. Das kann man hier schlecht sehen, weil das Lenkrad dauernd davor ist. Jetzt habe ich den Motor etwas anders getrimmt und kann jetzt Vollgas fahren, ohne in die 6000er Drehzahlbereiche zu geraten. Das Boot läuft klasse, Endgeschwindigkeit ist super, aber trotz allem 5900 Umdrehungen erreiche ich bei Vollgas und habe ich jetzt etwas Welle von vorne, dann steigt die Drehzahl wirklich wieder an 6000 dran. Ich komme nicht so weit über 6000, aber trotzdem muss ich aufpassen und das will ich einfach nicht. Damit man die Drehzahl ein bisschen erkennt, habe ich mal ein bisschen rangezoomt. Jetzt sieht man das 5900 Umdrehungen bei 55 Stundenkilometer. Deutlich zu erkennen war auch die Trimmanzeige des Motors. Das war also genau auf Mitte getrimmt. Bei etwas mehr Welle trimme ich den Bug meines Bootes immer etwas hoch, dann komme ich da so ein bisschen besser mit dem Wellengang klar. Wenn ich das gemacht habe und dann Vollgas gebe, dann ist der Moment, wo meine Drehzahlgrenze erreicht wird. Und genau das möchte ich jetzt durch den 17er Propeller verändern. Um den Propeller von 15 auf 17 zu wechseln, möchte ich mein Boot nicht aus dem Wasser nehmen, sondern ich habe eine Warthose an und arbeite mit Warthose hinter dem Boot. Dazu suche ich mir jetzt erstmal eine flache Stelle. Während ich das Boot hier ins Flache fahre und anker, noch ein paar Infos zu dem Ganzen. Dass mein Boot mit einer Steigung 17 gut läuft, das weiß ich in diesem Moment, wo ich hier ins Flache fahre, schon vorher. Mein Kollege Achim Brendel, der hat nämlich von seinem 115 PS Yamaha den Edelstahlpropeller abgebaut und mir den zum Testen geliehen. Wir beide haben das ausprobiert und von daher wusste ich in diesem Moment schon vorher, dass mein Boot zumindest mit Achims Edelstahlpropeller super läuft. Aus Kostengründen habe ich mich gegen einen Edelstahlpropeller entschieden. Die sind nämlich viel, viel teurer wie Aluminiumpropeller. Sie sind natürlich auch viel besser, das muss man wissen. Die Edelstahlpropeller sind dünner in den Blättern, drehen dadurch leichter und sind natürlich auch viel haltbarer. Wenn man mal in Sand gerät mit dem Propeller oder irgendwas, dann halten die schon etwas mehr aus. Steine können aber auch die nicht ab. Und dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, ein 3-Blatt- oder ein 4-Blatt-Propeller zu nutzen. Ich habe mich für einen 3-Blatt-Propeller entschieden. Das ist natürlich Standard. 4-Blatt ist dann auch eher was, um zum Beispiel Wasserski zu fahren, wo man dann eine große Beschleunigung braucht. Die Höchstgeschwindigkeit kann man durch einen 4-Blatt-Propeller meines Wissens nicht verbessern. Wenn das Boot festgemacht ist,
dann das ganze Werkzeug griffbereit hinlegen. Ein 27er Schlüssel oder eine Nuss braucht man, um den Propeller zu wechseln, und einige Zangen, um, so wie hier jetzt gezeigt, den Sicherungssplint da rauszubekommen. Wenn der Sicherungssplint entfernt ist und der Vorgänger die Mutter nicht zu fest angezogen hat, lässt sie sich relativ leicht lösen. Ansonsten habe ich mir so ein Stück Holz mitgebracht. Da wollte ich dann irgendwo eine Blockade mit schaffen, falls die Mutter fest ist. Aber ging ja gut lose und nun die Mutter vorsichtig runterdrehen. Ich halte die andere Hand als Absicherung dagegen. Hauptsache, die fällt mir nicht ins Wasser, dann ist das Thema erledigt. Teile, die ich nicht auf Reserve hatte, habe ich dann lieber in die Luke gelegt. So kann mir da auf gar keinen Fall was runterfallen. Und ich habe alle Teile in Sicherheit. Unter der Mutter sitzt eine Edelstahl-Unterlegscheibe. Die wird auch weggelegt. Danach kommt ein verzahnter Anlaufring, den ich jetzt hier erstmal im Propeller sitzen lasse. Hier kontrolliere ich, dass auch nichts irgendwie unten am Propeller kleben geblieben ist. Dort unten liegt auch noch ein Anlaufring. Jetzt sichere ich den, der vorne im Propeller sitzt, mit dem Finger ab und lege beides zusammen in meine Bootsluke. Ja, um den verzahnten Ring geht es. Als nächstes fette ich den Propeller dort, wo die Verzahnung sitzt, von beiden Seiten mit Marinefett. Ich möchte die Umwelt nicht verschmutzen, deswegen habe ich Marinefett gekauft. Auch an der Verzahnung, am Motor wird ausgiebig Fett aufgebracht. Wenn alles gut gefettet ist, kann man den neuen Propeller auf die Verzahnung setzen. Dazu muss man das so ein bisschen hin und her drehen. Irgendwann fasst er und dann lässt er sich auch absenken. Als nächstes braucht man dann den verzahnten Anlaufring, der hier ja noch in dem alten Propeller sitzt. Den hebt man vorsichtig raus. Achtung, der darf einem natürlich über dem Wasser auch nicht aus der Hand rutschen. Hier ist das Wasser sehr klar. Wenn es trübe ist, dann wird es schwierig, den wiederzufinden. Auch der Ring muss natürlich passgenau auf die Verzahnung gesetzt werden. Jetzt kommt die Unterlegscheibe wieder drauf. Und danach die Nutmutter. In der Antriebswelle ist ein Loch für den Splint.
Das muss nachher passgenau übereinstehen, aber jetzt muss man als erstes den Propeller einmal festziehen. Das war jetzt richtig fest und danach muss man kontrollieren, ob die Lochung in der Welle mit einer der Aussparungen in der Nutmutter übereinstimmt. Zur Not muss man ein kleines Stückchen wieder lose drehen, Hauptsache der Splint passt da durch. Die Edelstahlsplinte sind sehr hart, die bekommt man mit den Fingern nicht umgebogen, da muss man eine Zange zu nehmen. Jetzt ist alles wieder zusammenmontiert und die nächste Probefahrt kann losgehen. Und der Test ist erfolgreich, 5600 Umdrehungen bei 55 Stundenkilometern. Das war vorher 5900 Umdrehungen bei 55 Stundenkilometern. Jetzt trimme ich den Motor sogar etwas an. Die Umdrehung erhöht sich aus 5700, mehr nicht, Geschwindigkeit 56 Stundenkilometern bei Vollgas. Jetzt kann ich meine Bootsspitze etwas antrimmen, damit sie bei Wellengang etwas hochkommt. Und ich brauche keine Angst haben, dass mir der Motor überdreht. Das war jetzt der Topspeed. Wichtig ist natürlich auch die Reisegeschwindigkeit. Schön ist natürlich jetzt auch, dass ich mit weniger Drehzahl eine vernünftige Reisegeschwindigkeit fahren kann. Also hier fahre ich denn jetzt 4000 Umdrehungen und bin 38 Stundenkilometer schnell. Das ist also so eine Geschwindigkeit, die ich eigentlich, wenn ich zum Angeln fahre, immer so einhalte. Hier sieht man nochmal das Fahrverhalten des Bootes, nach hinten gefilmt. Das reißt hinten sehr schön ab, sieht alles sehr gut aus. Ich bin mit dem neuen Propeller der Steigung 17 hoch zufrieden und hoffe, dass einige, die diesen Film gesehen haben, sich ein klein bisschen was mitnehmen konnten, falls sie auch mal so ein Propellerproblem haben. Ich hoffe, ich habe alles einigermaßen verständlich erklärt und da war nicht zu viel Halbwissen dabei. Ich erzähle das eigentlich ja immer nur so, wie ich es weiß und mehr kann ich ja gar nicht machen. Hier bin ich eben gerade voll in eine Welle geknallt. Ja, auf der Förde fahren halt Schiffe und da kommt dann auf einmal eine Welle, die man vorher nicht gesehen hat. Und dann ballert das schön. Schön überrascht bin ich gewesen. Super. Ich habe wieder viel gequatscht, weil ich das alles sehr ausführlich erklären wollte. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Und einigen gefiel mein Film. Wenn das so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.